Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja. Ein gut erzogener Hund tut das nicht. Das haben Sie sicher schon mal gehört oder gelesen. Auch ich, nicht erst einmal, unzählige Male. Ja, da geht mir immer das Gimpfte auf. Ja. Passen Sie auf, wie komme ich auf dieses Video, auf dieses Thema? Vor einigen Tagen war ich in den sozialen Netzwerken unterwegs, fiel mir ein Post auf. Eines ziemlich hundeerfahrenen Herrn, zumindest schien es mir so, der in diesem Post via Videobeitrag, also so einem Short, kurzen Video, sagt oder erklärt, wie man handeln soll im Falle eines Aufeinandertreffens zweier dominanter Rüden, also dass es nicht zu einem Kampf kommt. Also er erklärt, ja, schauen Sie, er sagt, man sollte die Klärung der Rangordnung beim Aufeinandertreffen zweier Rüden nicht unterbrechen, denn sonst geschieht das immer wieder und die wird niemals geklärt. Ja, schauen Sie, halten Sie davon, was Sie wollen, aber ich sehe da keinen Sinn darin, eine Rangordnungsklärung meines Hundes mit einem fremden Hund, den er vielleicht einmal in seinem Leben sieht oder nur alle heiligen Zeiten mal sieht, ja, irgendwie klären zu lassen. Ja, also warum soll ich meinen Hund da hier einen Kampf ausfechten lassen mit einem fremden Hund, den ich vielleicht gar nicht mehr sehe. Ja, aber wie gesagt, da soll jeder sich selbst seine Meinung darüber machen. Doch interessant wurde es, als ich begann, mir die Kommentare unter diesem Video durchzulesen, denn da begann einer mit der Aussage, ein gut erzogener Hund rauft nicht. Ich weiß nicht, wie viele Folgekommentare darunter waren, aber es waren sehr viele, denn dann entbrannte eine Diskussion. Da ging es dann von, außerdem jagt ein gut erzogener Hund nicht. Ein gut erzogener Hund hat einen perfekten Rückruf. Ein gut erzogener Hund kann jederzeit frei von der Leine laufen. Ein gut erzogener Hund tut das nicht, tut das nicht, tut das nicht. Liebe Zuseher, Sie kennen meinen Kanal. Ich habe es hier, wie soll ich sagen, sehr stark darauf abgesehen, Menschen, die noch nicht so sattelfest in der Materie Hund sind, weiterzuhelfen. Mir ist das ein Anliegen oder es erfüllt mich mit Freude, annehmen zu können, zu wissen, Leuten, die sich für das Thema Hund interessieren, helfen zu können. Ja. Den meisten Profis von Ihnen kann ich ja sowieso nichts Neues mehr erzählen, ganz im Gegenteil, die können selbst mir noch Neuigkeiten erzählen. Ich habe viele gute Freunde durch meinen Kanal gewonnen, viele wirklich exzellente Hundeführer, die weit mehr Erfahrung haben als ich und die mir noch was lernen können. Ja. Aber wie gesagt, es gibt auch sehr viele Menschen da draußen, die dann auch nicht so fest im Sattel sitzen zum Thema Hund. Und dieses Video heute gilt ebenfalls für solche Leute. Lassen Sie sich nicht von solchen Hundemeistern des Universums entmutigen, liebe Zuseher, liebe Neo-Hundebesitzer oder Leute, die sich neu für die Materie Hund begeistern. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Auch wenn mir das vielleicht das eine oder andere Abo Ihrerseits kostet. Dieses Risiko gehe ich ein, weil es mir wert ist. Ja. Liebe Hundebesitzer, Hundemeister des Universums, wenn Sie vom perfekten Hund sprechen, der das nicht macht und das nicht macht und normalerweise, wenn er erzogen ist, gut erzogen ist, das nicht macht und das nicht macht, das ist ein ausgewachsener Schmarrn, den Sie da erzählen. Ja. Das ist genauso ein Schmarrn wie die Dinge, welche selbsternannte Kampfsporttrainer erzählen, wenn sie Ihnen weismachen wollen, wie sie sich mit gewissen Techniken mit bloßen Händen gegen entschlossene Messerangreifer wehren. Nur der Unterschied ist, diese Leute schenken diesen unerfahrenen Menschen Mut, fatalen Mut, ja, der ja fatal ist, während sie mit ihren Aussagen Menschen, die sich für die Materie Hund neu interessieren, entmutigen, weil es ein Schmarrn ist. Ja. Liebe Zuseher, ich sage Ihnen was. Ich kannte einen Herrn, einen fantastischen Hundeführer. Also
der hatte Hundewissen im kleinen Finger, wie andere Menschen das nicht im ganzen Körper hatten. Der besaß einen deutschen Schäferhund. Ich glaube, so um die 14 Jahre lang. Ein, wenn man so sagen kann, perfekter Hund. Ein Top-Hund. Nach diesem Hund hat er wieder einen deutschen Schäferhund, der ebenfalls einen äußerst gut erzogenen Hund dargestellt hat und mit Sicherheit zur Zufriedenheit dieser Hundemeister des Universums beitragen würde. Ja. Sein dritter deutscher Schäferhund allerdings, der fiel komplett aus der Rolle. Dieser Besitzer war mehr als erfahren, ein Hundesportler, ein vernünftiger, gelassener, selbstbewusster Hundeführer, wie er im Buche steht. Und dennoch lief ihm sein dritter deutscher Schäferhund charakterlich völlig davon. Das war ein Raufer, das war ein Jäger mit so gut wie keinen vorhandenen Rückruf oder funktionierenden Rückruf, ein Pöbler, etc. etc. Hat der plötzlich verlernt, Hunde zu erziehen, dieser Herr? Nun, das bezweifle ich. Ich sage Ihnen was, ich habe da in diesen Kommentaren von diesen Hundemeistern des Universums gelesen, dass raufende Hunde oftmals ein Spiegelbild ihrer Besitzer sind. Also ich garantiere Ihnen, dass da draußen auch Leute herumlaufen, die alles andere als Menschen sind, die sich durch die Reihen durchpflügen, ja? Wie ein Gassenhauer und dennoch einen kampflustigen Hund an der Leine führen. Mein Attila, mein American Pitbull Terrier, war äußerst kampflustig, wurde aus verschiedensten Gründen kampflustig. Ich allerdings, ja, ich bin ein Mensch, der sich nichts gefallen lässt, doch ich bin kein Mensch, der sich durch Menschenmengen durchprügelt, um durchzukommen. So wie mein Hund es gemacht hätte, wäre er durch Rüdenmengen durchgegangen. Der Hund ist das Spiegelbild seines Besitzers. Wenn der Hund ein kampflustiger Hund ist, unverträglich anderen Hunden gegenüber, dann müssen Sie auch ein unverträglicher Mensch sein. So lautet die Beschreibung eines Hundebesitzers oder Hundemeisters des Universums beim Team unverträglicher Hund und Hundebesitzer. Ist ein Schmarrn, ist ein Schmafu. Ich sage Ihnen was, oftmals ist es so, dass diese Aussagen von Menschen kommen, die ihren ersten Hund haben, der gut oder ja, sagen wir, der in ähnliche Richtung, der gut funktioniert. Das ist ein Hund, der von Geburt an vielleicht ein etwas gemäßigteres Wesen hat. Dieser Besitzer den optimalen Führungsstil für diesen Hund gefunden haben und jetzt einen Hund an der Leine haben, der verträglich ist anderen Hunden gegenüber, der nett und freundlich ist fremden Menschen gegenüber, der nicht jagt, der einen Top-Rückruf besitzt, wenn er irgendwo ein Wild sieht und vielleicht ansetzt zum Wildern und so weiter und so fort. Glaube ich Ihnen sofort. Dennoch möchte ich hier einen Einwand bringen und das ist der, dass diese Menschen meiner Meinung nach nicht viel mehr Erfahrung als mit diesem Hund gemacht haben. Schauen Sie, ich habe jetzt meinen vierten Hund. Ich habe in 15 oder 20 Jahren intensiven Hundesport mit unzähligen Hunden zu tun gehabt. Ich habe alle Charaktere gesehen. Ich habe alle Charaktere gesehen bei den Hunden, ich habe alle Charaktere gesehen bei den Menschen. Sie können ein noch so guter Hundeführer sein. Wenn Sie einen Hund haben, der von Geburt an gewisse Neigungen zeigt, dann müssen Sie von Anfang an dagegen arbeiten. Zu 90% passt das dann, aber niemals zu 100%. Wie gesagt, Sie können der beste Hundeführer der Welt sein, wenn Sie einen Hund haben mit wirklich Drive. Schauen Sie, Vito zum Beispiel. Ich möchte behaupten, ich bin ein halbwegs erfahrener Hundeführer. Ich habe Vito, so gut es mir möglich war, erzogen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm, doch mein Hund ist auf der Straße geboren und befand sich in den ersten 5 Monaten seines Lebens in einem Holzzwinger drin und sah nichts anderes als Holzwände. Hatte so gut wie keine urbanen, wie soll ich sagen, Sie wissen schon, was ich meine, öffentliche Verkehrsmittel, Auto, Kinder, die herumlaufen, Wirbel, Lärm und so weiter. Was soll ich Ihnen sagen? Der Hund kam zu mir und hatte das Wesen eines 5 Monate alten Jungwolfes, den man aus dem Wald herausgeholt hat. Ja? So. Liebe Hundebesitzer oder Hundemeister des Universums,
Sie möchte ich sehen, aus Vito einen Hund zu machen, der dann so gut erzogen ist, wie ein gut erzogener Hund nur sein kann. Jagt nicht, rauft nicht, ist nicht unfreundlich Fremden gegenüber, macht das nicht, macht dies nicht. Denn wenn er das nicht ist, dann bin ich ja ein schlechter Hundebesitzer oder habe meinen Hund schlecht erzogen. Liebe Zuseher, schauen Sie, ich hatte schon so viel mit Leuten zu tun, die meinen, dass Theorien in die Praxis umzusetzen sind. Lassen Sie mich Ihnen kurz ein Beispiel geben. Ich weiß, ich bin etwas aufgeregt, aber mir hängen solche Argumente beim Hals raus, weil sie ja viele Menschen, die sich zum Thema Hund neu orientieren, entmutigen. Ja? Deswegen regt mich das etwas auf. Diese obergescheiten Menschen, die da solche Kommentare von sich geben und glauben, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen, was nicht so ist. Ich gebe Ihnen kurz ein Beispiel. Ich liebe von Kindern an den Kampfsport. Das ist neben den Hunden und einigen anderen Dingen ein Hobby von mir. Werde ich immer machen, solange es mir gesundheitlich möglich ist, körperlich möglich ist, werde ich mit dem Kampfsport und nicht aufhören. Vor etwa 10 Jahren, ich war schon hier in Neudörfel heraus, fasste ich den Entschluss, ich möchte nochmal in ein Dojo gehen. Ich möchte da nochmal clubmäßig durchstarten. Es geht mir ab. Das Privattraining zu Hause nur mit dem Sandsack und alle 6, 7 Monate mal ein Treffen mit meinen alten Kumpels zum Sparring ist mir zu wenig. Gut, ich recherchierte ein bisschen im Netz herum, fand 2 Dojos in Wiener Neustadt und besuchte eines davon. Dort wurde Karate im Shotokan-Stil und auch Vollkontakt-Kickboxen angeboten. Ich dachte mir, ich schaue da mal rein, nahm meine Ausrüstung mit, ging dorthin, machte ein Probetraining mit und beobachtete den Kickbox-Trainer dieses Dojos. Und mir fiel auf, dass der seinen Schülern, verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber lauter Ballett beibrachte. Also Techniken zeigte, die dir nichts bringen außer Kraft, aus dass sie dir Kraft kosten. Ja, also keine wirklich, normalerweise hätte ich mich zurückhalten müssen, denn das tut man nicht, aber ich konnte nicht anders. Die machten Pause, ich stellte mich bei ihm vor und sagte, ja, ist nicht gescheiter, du bringst ihnen etwas effektivere Sachen bei und schickst sie somit gleich bei zukünftigen Turnieren auf die Siegerstraße. Denn das, was du ihnen gerade gezeigt hast, kostet ihnen nur Luft, aber es bringt nichts. Ja? Du ladest damit ihre Gegner ein, zu triumphieren. Selbstverständlich war der sauer, denn das wäre höchstwahrscheinlich auch ich gewesen, wäre ich dort Trainer gewesen und mir hätte ein Neuer gesagt, wie ich meine Schüler zu trainieren hätte. Ich habe es ihm aber unter 4 Augen gesagt und nicht vor seinen Schülern. Das heißt, ich wollte ihn davor bewahren, das Gesicht vor seinen Schülern zu verlieren. Ich bin ein Mensch, der sehr bedacht ist auf Respektgeschichten und so, wissen Sie. Ja, aber wie gesagt, es entbrannte eine kurze Diskussion. Er meinte, nein, er weiß das, er ist Danträger beim Karate, er ist Danträger beim Taekwondo, außerdem betreibt er schon so und so lange Kickboxen. Und ich fragte ihn, wie oft er schon im Ring gestanden ist. Sagt er, naja, beim Semi- und Leichtkontakt schon oft, beim Fullkontakt noch nie. Ich sagte, das ist der Unterschied, ich stand noch nie beim Semi- und Leichtkontakt im Ring, aber ich hatte schon einige Fullkontaktkämpfe. Internationale, nationale Wettbewerbe und so weiter. Ja, und wir begannen da echt heftig, also heftig war es nicht, aber wir hatten da eine Meinungsverschiedenheit. Ich sagte, das bringt nichts, was du da magst, und er sagte, doch, das bringt schon was. Im Endeffekt sparten wir miteinander, wurde ein härteres Sparring und ich deklassierte diesen Trainer vor all seinen Schülern. Das war nicht notwendig, dass er sein Gesicht verliert. Ich musste 3-mal auf die Bremse steigen, da er 3-mal vor dem Knockout gestanden ist. Er versuchte das zu tun, was er seinen Schülern dabei brachte. Und ich machte das, was auch effektiv ist. Damit will ich nur sagen, schauen Sie, hören Sie nicht zu viel auf Theoretiker, auf Leute, die nicht wirklich mit der Praxis zu tun haben. Oft sind diese Leute, die Ihnen weismachen, der perfekte Hund tut das nicht, tut das nicht, tut das nicht. Menschen, die einen Hund an der Leine haben, der generell schon sehr sanft unterwegs ist, im Normalfall. Ich möchte jetzt keine Rassen nennen, ja, da verliere ich gleich noch mehr Abonnenten. Und Menschen, die bis jetzt nur diesen einen Hund gehabt haben. Menschen, die schon den 3., 4., 5. Hund hatten, geben selten solche Äußerungen von sich. Glauben Sie mir das, weil Sie wissen, dass es ein Blödsinn ist. Ja? Sie können der beste Hundeführer der Welt sein. Wenn der Hund nicht auch mitspielt, egal wie gut Sie ihn erziehen, ja, wie kann ich behaupten, dass
ein Hund, der dominant anderen Hunden gegenüber ist, ein schlecht erzogener Hund ist. Es ist dann ein Hund, der anderen Hunden gegenüber dominant ist. Das heißt noch lange, dass er schlecht erzogen ist. Ein schlecht erzogener Hund rauft nicht. Ein gut erzogener Hund jagt nicht. Ein gut erzogener Hund macht das nicht. Weil, haben Sie gesehen, da gibt es die Frau so und so, die geht mit einem Rudel Schäferhunde und noch einige andere große Hunde, mindestens 15 Hunde, im Freilauf spazieren, die bleiben alle bei ihr. Da geht es um eine Dame, ich weiß nicht, wie sie heißt und ich würde auch den Namen nicht sagen. Die sieht man öfter in einem Video wirklich mit einem großen Rudel, großen Hunden unterwegs sein, die alle, ja, also ziemlich resolute Dame, nicht körperlich, aber die Stimme, also jeder Befehl von ihr lässt mich zusammenzucken. Und die Hunde wirken auch so, ja, also würden sie ständig unter, wie soll ich sagen, ja, unter schwersten psychischen Druck stehen. Also wirklich glücklich sehen sie nicht aus, wenn sie mit ihr unterwegs sind. Ja, und die picken halt alle bei ihr zusammen und keiner geht da irgendwie weg. Das sind gut erzogene Hunde. Soll ich Ihnen was sagen? Mir würden vom Fleck weg 10 Hunde einfallen, die ich persönlich gekannt hätte, die hier dieses Rudel fürchterlich sprengen würden. Ja, also da könnte sie dieses Video nicht bringen. Zumindest, ja, sie könnte es schon bringen, aber es würde dann ganz anders aussehen. Selbstverständlich gehören da auch die richtigen Hunde dazu. Selbst wenn da 1, 2 schwierige Hunde dabei sind, entwickelt sich da eine Gruppendynamik. Die beiden schwierigeren Hunde orientieren sich an der Gruppe, an den anderen. Das ist oftmals einfacher, als wenn man mit einem einzelnen Hund spazieren geht. Das ist so, lieber Zuseher. Also, das sind alles keine Zauberer, keine Hexer, Magier. Ja. Ich weiß schon, ich habe mich in diesem Video etwas aufgeregt. Das ist der Grund, weil mich das aufregt. Wenn Ihnen Leute den Mut rauben und sagen, ha, oder weil Sie vielleicht einen Hund haben, der in diese Kategorie hineinfällt, das ist aber kein erzogener Hund, gut erzogener Hund, weil ein gut erzogener Hund tut das nicht. Das ärgert mich, wenn Ihnen solche Leute den Mut rauben. Ja. Sollte ich aufgrund meiner Aussagen hier jetzt Abonnenten verloren haben, dann tut mir das leid, aber ich stehe hinter meiner Meinung. Ich möchte Menschen, die sich neu in der Materie Hund orientieren, helfen, die nicht entmutigen und möchte Blödsinn einfach ansprechen. Und das ist ein Blödsinn. Also vergessen Sie das, ein gut erzogener Hund tut das nicht, ein gut erzogener Hund tut das nicht. Hunde sind Individuen, ein bisschen Hund sollte jeder Hund sein dürfen, aber mein Hund darf nicht jagen, mein Hund darf eine Maus nicht ausgraben wollen oder einen Maulwurf, mein Hund darf einen Hasen nicht mal nachsehen, mein Hund darf sich nicht aufregen, wenn ein anderer Hund sich aufregt ihm gegenüber und das. Da brauche ich keinen Hund nicht. Ich brauche ein Leibeigener dann. Ja. Na, lieber Zuseher, Sie verstehen schon, was ich meine, aber das war mir ein Anliegen, das fallen zu lassen. Ja. So viel sei dazu gesagt. Jetzt versuche ich wieder etwas runterzukommen. Manchmal muss ich mich halt etwas aufregen. Ja, so bin ich halt. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.